Ich habe euch ja gezeigt, wie man einen wundervollen koreanischen Früchtesirup macht. Dieser ist jetzt mit Blaubeeren. Schaut euch mal diese geniale Farbe an. Und wie schon in dem vorherigen Video erwähnt, es geht auch in einem Schraubglas und da habe ich das da ausgetestet. Die Früchte sind jetzt ganz verschrumpelt wie Rosinen. Das ist echt fantastisch. Aber wichtig ist ja Geschmack und der Geruch, das ist einfach Wahnsinn. Ich hole mal eben hier den Glasbeschwerer raus. Vielen Dank dafür, dass ich den hier mal eben ausprobieren durfte. Den gebe ich jetzt mal kurz ins Sieb hinein. Der wird dann schön abgespült und die Früchte hier auch eben einmal durchsieben. Manchmal kann es sein, dass sich noch so ein paar Zuckerreste da befinden, die einfach mitnehmen. Das löst sich dann noch mal auf. Kann auch sein, dass ich vielleicht einen Tick zu viel reingegeben habe. Es ist ja bei diesem Sirup, den man herstellt, 1:1, also ein Teil Früchte mit einem Teil Zucker. So, das haben wir jetzt dann abgesiebt. Kümmern wir uns jetzt bei der Wickeltorte, die es heute gibt, um den Biskuitteig. Dafür ein bisschen Salz und 3 Eier hier einmal in die Küchenmaschine geben. Möchtet ihr die Wickeltorte größer haben, also ein Backblech groß von einem normalen Backofen, dann nehmt ruhig die doppelte Menge. Ich habe ja so einen Mini-Backofen und die Menge, die ich euch jetzt zeige, reicht für ein halbes Backblech, also von dem großen Backofen und für ein ganzes Backblech bei meinem Mini-Backofen. Wenn die Eier jetzt schon mal ein bisschen an Volumen gewonnen haben, könnt ihr danach die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser hinzugeben, alternativ zum Backpulver. Und wie das geht, das verrate ich euch oben rechts unter dem i. Schön vorsichtig, Dröppchen per Dröppchen eben hier reingeben und einfach weiter aufschlagen lassen. Das Geheimnis bei einem guten Biskuit ist einfach die Zeit. Lasst das Ganze wirklich 15 bis 20 Minuten im Mixer aufschlagen, damit ihr so eine tolle Konsistenz habt. Wahnsinnig, wie schaumig das geworden ist. Erst dann einmal den Zucker hinzugeben. Auch den lasse ich hier schrittweise einrieseln. Ihr könnt dafür die Küchenmaschine auch anhalten. Ich habe das jetzt einfach direkt so hineingegeben. Das passt schon. Bei dieser Küchenmaschine, die ich derzeitig benutze von Sendoas, die hat unheimlich viel Kraft. Deswegen kann ich, während das schlägt, nicht das Mehl hineingeben und muss das eben mit der Hand untermengen. Wenn ihr zum Beispiel eine Kenwood Cooking Chef habt, dann könnt ihr das auch auf der niedrigsten Stufe, dieses Minimum, was es hat, da ganz vorsichtig und langsam das Mehl hinzugeben. Alternativ, falls ihr das auch mit dem Handrührer gemacht habt, auch dort auf der niedrigsten Stufe. Oder ihr macht es so wie ich, gebt das Ganze in eine große Schüssel hinein, fügt dann das Mehl hinzu und dann ganz vorsichtig unterheben. Das Mehl könntet ihr auch noch mal eben sieben, das ist aber kein Muss, das kriegen wir hin. Sollte euer Biskuitteig ein bisschen eingehen, weil ihr doch ein bisschen zu schnell das untergerührt habt, macht dann einfach noch mal die gleiche Menge und gebt das hinzu. Das ist dann nicht so dramatisch. Und ihr könnt den Biskuitteig auch so dick oder so dünn haben, wie ihr möchtet. Es lässt sich zum Beispiel auch wundervoll so eine Swiss Roll daraus machen. Also so eine schöne Biskuitrolle. Falls ihr das einmal sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann mache ich das natürlich. Hier jetzt erst einmal die einfache Variante mit der Wickeltorte. Den Teig gebe ich hier auf ein gefettetes Blech. So. Und das geht dann gleich in den Backofen. Und das Tolle ist ja wirklich, dass ihr für dieses Rezept nicht viel Zeit braucht. Das heißt, der Teig muss nicht erst aufgehen oder irgendwas. Ich habe ja lange an einem Biskuit-Rezept getüftelt, wie ihr damit einen köstlichen Obstboden macht. Habe ich euch schon gezeigt und ich verlinke euch das Video selbstverständlich auch nochmal oben rechts. Da habe ich dann die Obstbodenform von Riesemaille getestet. Richtig klasse. Also ich liebe Biskuitboden total. Ich mag den so gerne. Verstreiche jetzt hier den Teig ein wenig und gebe das dann gleich in den Backofen. So, und das ganze Equipment, womit ich arbeite und was ich euch empfehlen kann,
Das verlinke ich euch immer unten in der Beschreibung, wenn ihr auf mehr klickt. Und das Rezept mit den Mengenangaben findet ihr wie immer unten auch in der Beschreibung oder hier jetzt auch nochmal gleich zum Schluss. Da könnt ihr einen Screenshot von machen. Und während der Biskuit gebacken wird, habe ich hier Quark und Mascarpone in der Schüssel und gebe dazu einmal geriebene, trockene Schale von der Zitrone und den selbstgemachten Sirup. Und das Besondere an diesem Sirup ist nicht nur die Farbe, sondern dass der fermentiert ist. Deswegen kann ich euch wirklich empfehlen, dass ihr das einmal austestet, das zu machen. Ist super einfach, geht so nebenher. Ich bin auch Vollzeit berufstätig und teste immer mal wieder solche Sachen für euch auf, die dann so lecker und einfach sind. Und dann schmeckt einfach mal ab. Wenn euch das nicht süß genug ist, gebt noch ein bisschen nach. Selbstverständlich, für diejenigen, die keinen Sirup haben, könnt ihr auch Zucker verwenden. Ich schreibe euch das nochmal unten in die Beschreibung. Ich würde euch aber tatsächlich empfehlen, einfach mal diesen Sirup auszuprobieren, diese koreanische Variante davon. Das ist einzigartig im Geschmack. Ihr könnt diesen Sirup auch zum Beispiel nehmen, wenn es ganz schnell gehen soll und ihr braucht eben eine Süßspeise, dann könnt ihr auch die Füllung nehmen, einfach verteilen, ein paar frische Früchte drauf, vielleicht zum Crunch noch ein paar frische Nüsse, klein gehackt oder ein bisschen krokant. Richtig lecker. Falls ihr auch da mehr sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gebe die Füllung noch mal kurz in den Kühlschrank zum Anziehen. Und dann könnt ihr hier das einmal so abziehen und klebt das so wie hier hinten. Könnt ihr eben einen nassen Lappen nehmen, nochmal über die Backfolie oder das Backpapier drüber streichen. Dann löst sich das nochmal einfacher ab. Und schaut mal, der ist doch richtig schön fluffig geworden. Ich werde jetzt hier die Füllung ein bisschen drauf streichen. So, falls ihr merkt, die Füllung ist euch zu weich geworden, also zu flüssig, dann könnt ihr das eben mit Gelatine oder eben auch mit Agar-Agar wieder befestigen. Klappt genauso gut. So, hier einmal drüber streichen. Es gibt die Möglichkeit für die Veganer unter euch, dass ihr selbstverständlich auch ein Biskuit machen könnt mit Aquafaba. Das ist das Wasser von den Kichererbsen. Klappt auch richtig toll. Ich hatte euch da mal Muffins mitgezeigt. Falls ihr sowas auch mal sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe da einen befreundeten Tortenbäcker, beziehungsweise es ist ein Kollege und der backt für sein Leben gern Torten und testet auch zwischendurch vegane Varianten aus. Da hole ich mir dann auch immer ein paar Tipps und Tricks. Der ist wirklich da sehr bewandert. Vielen lieben Dank dafür. Und wir tauschen uns da immer gerne nochmal aus. So, hier habe ich jetzt die Blaubeeren. Die könnt ihr trocknen und fein pürieren und drüber geben. Ich werde sie später einfach ein bisschen als Deko nehmen. Die lassen sich aber auch toll als Rosinenersatz verwenden. Fürs Müsli zum Beispiel. Da habt ihr tolle Früchte und wenn ihr die dann trocknet, habt ihr auch nochmal so einen schönen Crunch. Wie gesagt, probiert das unbedingt mal aus, diesen Sirup einmal selber zu machen. Ich gucke jetzt hier, ich habe mir die Gesamtlänge einmal angeschaut von meinem Biskuit und teile mir den in ungefähr gleich große Stücke. Das sind so 4, 5 Zentimeter. Und gehe dann hier einfach mit dem Pizzaschneider durch. Geht auch mit einer scharfen Teigkarte oder auch mit einem Messer. Und verstreiche dann aber nochmal ein bisschen von der Füllung. Und danach ist auch wirklich schon das Schwierigste gewesen. Jetzt geht es ans Zusammenbauen und das ist wirklich kinderleicht. Ihr braucht dafür einfach einen großen Teller oder in meinem Fall habe ich jetzt so einen Holzdrehteller genommen. Da mache ich ganz gerne Torten und Kuchen da drauf, weil sich das so schön drehen lässt. So kann jeder eben an seine Stücke kommen am Tisch. Und da werde ich das jetzt gleich drauf drapieren. Ihr könntet hier drauf jetzt auch noch ein paar Früchte geben oder Schokotropfen oder ein bisschen geschmolzene Schokolade. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, jetzt habe ich hier den Drehteller und gebe das erste Stück drauf. Das erste Stück, finde ich, ist am schwierigsten. Es wird so ein bisschen eingerollt. Die Kamera ist da nicht optimal eingestellt, das tut mir leid. Dann dreht ihr das und wickelt das so umeinander.
So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Beim zweiten wird es schon ein bisschen besser. Da geht ihr dann so an die Kante vom letzten Stück und wickelt den Rest nochmal drüber. So, hier wieder das gleiche. Jetzt wird es immer besser ersichtlich. Guckt mal. Und da ist der Drehteller super. Wenn man denn noch eine Hand frei hat. So sieht das Ganze zum Schluss aus. Also es ist super einfach und ich habe jetzt einfach die Restfüllung hier nochmal drüber gegeben. Schön verstreichen. So. Und das geht mit jeder Sorte von Zuckerrübensirup. Schöne Früchte da drauf. Erdbeeren, Himbeeren. Oh, das war so, so lecker. Ich kann euch das wirklich empfehlen, das einmal nachzubacken. Und es geht tatsächlich auch ratzfatz. Also eben den Biskuitboden machen, währenddessen die Füllung vorbereiten, zuschneiden und schon habt ihr eine tolle Wickeltorte. Hier gibt es weitere leckere Rezepte für euch und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.